der 40. Jahrestag der DDR waren am 7. Oktober im Palast der Republik angesetzt und das Berliner Symphonieorchester, wie wir damals hießen, wurde zum Bespielen dieser Veranstaltung verpflichtet. Und in diesem Zusammenhang war natürlich den Musikern klar, so ohne weiteres können wir das nicht realisieren, wir müssen darüber sprechen. Es wurde eine Orchesterversammlung einberufen und eine solche in dieser Form habe ich inhaltlich vorher nie erlebt. Es wurde ganz heiß darüber diskutiert im Beisein der Parteiführung des Hauses, spielen wir oder spielen wir nicht. Und das Besondere, also wer in diese Zeit erlebt hat, das Besondere daran war eigentlich, zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht absehbar, in welche Richtung die Entwicklung der DDR gehen wird. Es wurde das Pro und Contra erörtert, was letztendlich dann, so sehe ich das heute nach wie vor, doch zu der vernünftigen Entscheidung führte, wir spielen. Denn das wäre nicht absehbar gewesen, was das für das Orchester für Folgen gehabt hätte. Das wäre so eine Art Märtyrertod sicherlich geworden. Aber gleichzeitig wurde beschlossen, wir machen anschließend ein Konzert gegen Gewalt, nämlich die Gewalt, die ja vorher ausgeübt wurde schon und die auch am 7. Oktober extrem ausgeübt wurde, wo das Orchester im Palast spielte und draußen die großen Demonstrationen waren, die mehr oder weniger niedergeknüppelt wurden, sodass wir kurzfristig für die Gethsemane-Kirche ein Konzert gegen Gewalt organisiert haben. Wir haben eine Rede dazu dann noch ausgearbeitet, die ich vorgetragen habe und haben dann die große Cedar-Symphonie von Franz Schubert gespielt. Das war schon ein sehr emotionales Ereignis, muss ich gestehen. Die Organisation war einfach damals, es war von Mund zu Mund Propaganda. Ganz schnell war das rum. Diese Kirche war ja immer belegt durch Protestierende. Und insofern war die Organisation erstmal nicht das Problem. Und natürlich war Gewalt nicht auszuschließen, aber ehrlich gesagt war das kein Thema, für mich zumindest nicht. Und die Atmosphäre war in dieser Zeit so einmalig, wie sie kaum wieder sein wird. Auch in diesen Kirchen, in den Veranstaltungen. Die Leute waren offen, wie sie es nie sein konnten. Da nahm keiner ein Blatt vor den Mund. Dann kam natürlich der 9. November mit der Grenzöffnung, was natürlich alles veränderte. Aber auch da war ja noch nicht abzusehen, wohin das Schiff fährt. Es war ja eine wunderbare Atmosphäre hier in Berlin. Ich glaube, eine, wie sie vorher nie da war. Diese eine Woche war großartig und die Westberliner waren sowas von offen für die Ostberliner. Und das war bedankenswert. Und wir haben das in der Form getan, dass wir am 28. Januar in der Philharmonie ein sogenanntes Dankeschön-Konzert gespielt haben unter Klaus-Peter Flohr. Wieder ausverkauftes Haus. Und das sind so eigentlich in meiner Erinnerung ganz große emotionale Höhepunkte dieser Zeit gewesen. Soweit ich mich recht erinnere, war der Lohn, sozusagen das Entgelt für den Mitschnitt, ein Kopiergerät.